Der automobile heilige Gral, der an Seltenheit nur schwer übertroffen werden kann. Ein Nullserienfahrzeug. Nullserien dienen der letzten Überprüfung, um möglicherweise noch auftretende Fehler erkennen zu können. Die Nullserie erfolgt nach der Pilotserie und wird ebenfalls als Vorserie bezeichnet. Produkte aus der Nullserie gelangen normalerweise nicht in den Verkauf und sind daher entsprechend selten, was sich nicht zuletzt am Liebhaberpreis widerspiegelt. Ja, das ist mein 1.1er bzw. meiner Frau und mein 1.1er Trabant. Das ist also ein ganz besonderes Fahrzeug. Es ist eines der ältesten noch existierenden Trabant 1.1. Es ist ein Nullserienfahrzeug und hat die Fahrgestellnummer 02. Also das heißt, das ist der zweite jemals vom Band gelaufene Trabant 1.1 als Limousine. Und man sieht das an vielen Facetten des Autos, dass es eben ein anderes Auto ist, als viele den Trabant 1.1 vielleicht kennen aus der späteren Fertigungszeit. Beispielsweise kann man das hier sehen an den Rücklichtern. Wir haben noch die klassischen Rücklichter vom Trabant 601 verbaut. Genauso die Stoßstangen, die alten Blechstoßstangen hinten als auch vorn sind noch vom Trabant 601, sodass also das Fahrzeug in der groben Optik eigentlich dem 601er noch sehr stark ähnelt. Ja, später wurden dann andere optische Retuschen gemacht, um das Fahrzeug noch moderner aussehen zu lassen. Die Nullserie ist so gebaut worden, wie man das Fahrzeug jetzt hier sieht. Das Gleiche trifft auch auf die Farbe zu, also der Lack, dieses Ahorngelb, den gab es auch nur in der Nullserie. Das ist eine Farbe, die sehr wenig verspritzt worden ist. Später wurde dann die Farbe Togaweiß, Gletscherblau, Beige und andere Farben gab es dann, aber diese Farbe gab es im Prinzip nur in der Nullserie. Also wenn man den normalen Trabant 1.1 kennt, dann könnte man jetzt hier meinen, das ist ein zurückgebauter Trabant 1.1 auf Trabant 601, um so ein bisschen nostalgischer unterwegs zu sein, als das Auto ohnehin schon ist. Aber das ist tatsächlich alles original. Das ist tatsächlich alles original. Es gibt keinen Zuziehgriff. Die meisten Türen hatten ja entweder hier oben im Blech diese einfachen Zuziehgriffe verbaut oder in der Mitte mit der Verkleidung verschraubt, so eine etwas größeren, stabileren Griffe, die auch als Armlehne genutzt wurden. Dieses Auto hat beides nicht. Das rührt daher, dass diese Fahrzeuge einfach mit Teilen zusammengebaut worden sind, die man gerade zur Verfügung hatte oder eben auch nicht. Weißt du in etwa, in welcher Stückzahl dieses Auto produziert wurde? Also die Statistik sagt aus, dass es 120 Nullserienfahrzeuge als Limousine gegeben hat, also Fahrgestellnummer 01 bis 120, und dass es nochmal 30 Kombis gegeben hat, dann bis zu 150. Und dann hattest du gesagt, im Motorraum verbirgt sich auch noch ein Unterschied? Also bei der Technik ist einiges noch original aus dem VW-Regal und beispielsweise, wir können das uns gerne anschauen, es ist hier noch ein original italienischer Weber-Vergaser verbaut, den es dann später in der Serie nicht mehr gab. Da wurden die Vergaser dann im Berliner Vergaserwerk gebaut, da wo auch alle anderen Vergaser zu DDR-Zeiten herkamen. Das ist der besagte Weber-Vergaser? Genau. Dieses Bauteil, was jetzt unter dem Luftansaugschlauch sich verbirgt, ist noch ein Original Weber-Vergaser aus italienischer Produktion. Man sieht es auch hier am Schriftzug Weber Made in Italy. Auch diese Bauteile sind nur in Nullserienfahrzeugen verbaut worden und in der späteren Serie dann wurden die, wie gesagt, vom Berliner Vergaserwerk hergestellt in Lizenzbau. Also der Wärmetauscher bzw. Wasserkasten von der Heizung ist ein handlaminierter Wärmetauscher. Das Gehäuse ist es auch ein reiner Prototyp. Das wurde im Heizgerätewerk Hirschberg gebaut. Später sind diese Bauteile dann in Kunststoff klassisch gegossen worden, wie man das aus der Großserie her kennt. Auch das ist eine Besonderheit von diesem Auto und da gibt es nur noch ganz wenige. Also das ist tatsächlich von Hand gebaut? Das ist von Hand gebaut, in einer Form laminiert, von Hand laminiert, in der Form, dass es eben dann so angepasst wurde an das Fahrzeug. Hier sieht man noch die Technik, da steht noch VW drauf. Also man sieht hier in der Fahrzeugelektronik ist das wirklich rein aus dem VW-Regal genommen. Es ist ein Bosch-Bauteil, was auch noch mit VW und Audi gebrandet ist, weil es ja das für die Serie damals noch nicht so gab und in der DDR dann erst später nachgebaut worden ist.
Das ist jetzt der 1.1er Motor. Mit wie viel PS hat der? Das ist der besagte 1.1er VW Lizenzmotor. Der hat im Trabant 41 PS. Und das ist für so ein kleines, leichtes Auto eine ganze Menge. Also man kann mit dem Auto schon recht zügig vorankommen. Auf der Landstraße, auch auf der Autobahn. Es ist sicher kein Rennwagen verglichen mit heutigen westlichen Fahrzeugen. Aber für die damalige Zeit war das schon eine erhebliche, gute Motorleistung für so ein kleines Auto. Von vorne erkennt man ja aber schon, mal davon abgesehen, dass die alte Stoßstange noch dran ist, aber die neue Motorhaube sieht man jetzt hier. Von vorne sieht man den Unterschied in der Motorhaube. Wir haben also hier eine höher stehende Motorhaube, die hier vorne eine recht scharfe Kante hat. Ja, und man sieht es an dem Frontmittelteil, auch Attrappe genannt beim Trabant. Das war beim 601er im Prinzip ein Showteil, weil ja Luftkühlung vorhanden war. Hier haben wir wirklich ein neu gebautes Blechprägeteil, was mit Schlitzöffnungen hier versehen ist auf der rechten Seite, weil hier der Wasserkühler dahinter steckt. Und die Wasserkühlung ist natürlich beim dem Viertakter notwendig. Deswegen dieses veränderte Mittelteil, woran man von vorne in der Regel immer erkannt, ob es ein 1.1er ist oder ob es ein 601er Zweitakt-Trabant ist. Also ich sag mal, so eine Fahrgestellnummer sieht man, glaube ich, sehr selten. In der Zwischenzeit ja. Es gibt noch ein paar, die auch Nullserienfahrzeuge sind. Die befinden sich auch in Zwickau, teilweise aber auch in anderen Städten im Osten der Republik. Bis hin zu 70er-Nummern, auch 100er-Nummern sind teilweise noch existent. Es sind aber eben auch viele Autos, teilweise verunfallt, teilweise verschrottet, teilweise kaputt gerostet, weil sie eben nicht mehr gehegt und gepflegt wurden, sondern weil sie zu Wendezeiten einfach abgestellt wurden und vernichtet worden sind. Selbst so ein Nullserie-Fahrzeug, die sind tatsächlich auch verschrottet worden? Es war, gerade zur Wende war das ja ein Problem, dass der Trabant, der keinen Stellenwert mehr hatte. Und da war das förmlich egal, was es für eine Fahrgestellnummer war. Da haben noch nicht so viele, wie das vielleicht heutzutage der Fall ist, darauf geachtet, dass so ein Auto doch mal einen gewissen Wert erfährt und haben gesagt, das ist eben bloß ein Trabant und weg damit. Und war das jetzt reiner Zufall, wie ihr zu dem Trabant gekommen seid, oder gibt es da eine Geschichte? Also da gibt es auch eine kleine Geschichte dazu. Meine Frau ist eine alte Sachsenring-Mitarbeiterin, die hat zum damaligen Zeitpunkt im Kundendienst im Sachsenring gearbeitet und diese Fahrzeuge, die wurden, nachdem sie gebaut wurden, in die verschiedenen Bezirke, in die Parteileitungen der Bezirke geschafft, um die testen zu lassen im Alltagseinsatz. Und dieses Fahrzeug hier beispielsweise ist in der SED-Bezirksleitung in Magdeburg unterwegs gewesen, wird von verschiedenen Personen dort gefahren und getestet worden, ob das also auch alles so in Ordnung geht und ob man diese Autos auch der Bevölkerung, dann der breiten Bevölkerung anbieten kann. Und nach den Tests sind diese Fahrzeuge vom Sachsenring zurückgenommen worden und wurden zu Wendezeiten an Mitarbeiter frei verkauft. Und da hat meine Frau gesagt, den nehme ich, ohne jetzt zu wissen, dass es die Fahrgestellnummer 2 war. Das war reiner Zufall. Hat gesagt, den kaufen wir, um ihn noch ein paar Jahre zu fahren, weil das war damals preiswert, das Auto. Und somit haben wir das Fahrzeug gekauft und sind von 1990 bis wirklich 1995 mit dem Auto im Alltagseinsatz unterwegs gewesen. Das heißt, der ist am Bodensee gewesen, der ist in Bayern gewesen, der war in Dortmund gewesen. Also diese großen Touren, auch die man nach der Wende gefahren hat, auch in den westlichen Teil der Bundesrepublik, haben wir alles mit diesem Auto gemacht. Also er klingt tatsächlich wie ein Polo, ne? Er klingt ein bisschen wie ein Polo, hat aber ein bisschen das Getriebegeräusch vom Trabant. Aber so Schieberuckeln oder sowas, das hat er natürlich nicht mehr, ne? Ja, ein bisschen schon halt, ne? Schon? Weil es ist eben keine elektronische Einspritzanlage, es ist ein klassischer Vergaser und wenn man dann wirklich zu untertorisch fährt, dann fängt er schon an zu ruckeln. Also das ist nicht ganz weg, weil der Polo-Motor, wo die Lizenz herstammt, das ist ja auch ein Fahrzeug Mitte der 80er Jahre im Prinzip. Also nicht das allerneueste Hightech. Also wenn man jetzt hier, wenn ich den jetzt runter touren lassen würde, wird es dann schon auch manchmal komisch halt. Ne? Was modern war bei dem Motor damals, sehr modern,
Das ist der hydraulische Ventilspielausgleich, also diese sogenannten Hydrostößel, so dass man die Ventile nicht nachstellen braucht, wie man das von älteren Motoren kennt. Also hat ja mal jemand gesagt in einem meiner Videos, dass ein Trabant 1.1 kein richtiger Trabant ist. Muss ich sagen, ich fahre ja jetzt so ziemlich das erste Mal mit in einem Trabant 1.1, finde ich nicht. Es ist tatsächlich, Trabant-Feeling kommt auf, trotz anderem Motor. Es klingt wirklich anders. Klar, wenn man jetzt auf das Ring-Denk-Denk steht, dann nee, aber ansonsten, ne, man fühlt sich irgendwie trotzdem heimisch. Ja. Also auf jeden Fall, mir geht es auch so. Es ist Trabant-Feeling in einer etwas moderneren Interpretation, kann man sagen halt. Ja, also die Enge, der kleine Innenraum, die absolut direkte Lenkung, das Fahrverhalten ist ja nach wie vor Trabant. Der Motor ist halt moderner und etwas ruhiger im Lauf, logisch, was ein Viertaktmotor ist. So, 1995 hattet ihr den Trabant dann abgemeldet und in den Keller gestellt. Richtig, Keller ist vielleicht etwas der falsche Begriff, nicht dass die Leute denken, das Auto stand im Keller. Also es ist eine Art Tiefgarage, die gut belüftet ist und trocken gewesen ist. Da haben wir ihn 95 darunter gestellt. Wir haben einige Sachen ausgebaut, das ganze Innenleben, also Türpappen, Türverkleidung, Rücksitzbank ausgebaut, sämtliche Stopfen in der Karosse haben wir rausgemacht, damit das Auto gut durchlüftet und im Prinzip nicht rosten kann. Und das hat sich auch bezahlt gemacht, denn wir haben das Fahrzeug im Jahre 2020 wieder neu zum Leben erweckt. Und der Vorteil war, das Auto ist im Prinzip fast rostfrei gewesen. Es gab keine Rostansätze, gar keine Durchrostungen. Also der hat wirklich in diesen vielen Jahren sehr trocken gestanden. Und ab 2020 haben wir das Fahrzeug angefangen, technisch und ein Jahr später optisch wieder auf Vordermann zu bringen. Vielleicht auch zu sagen, restaurieren. Es ist also im Jahre 2020 die Technik neu gemacht worden, der Motor ist überholt worden, der Vergaser ist überholt worden, es ist das Fahrwerk neu gemacht worden, es sind die Bremsen neu gemacht worden, es ist ein neuer Auspuff reingekommen. Logischerweise ist der Zahnriemen gewechselt worden mit der Wasserpumpe. Das haben wir alles im Jahre 2020 gemacht, dann hat das Fahrzeug einen neuen TÜV bekommen und die Oldtimer-Untersuchung, auch als Paragraph 23 Untersuchung bekannt. Und wir haben das Fahrzeug Ende 2020 angemeldet, um einfach schon mal fahren zu können, weil es einfach Spaß gemacht hat, mit dem Auto auch mal durch die Gegend zu fahren. Im Jahre 2021 haben wir dann die Optik gemacht. Das heißt, ich habe das Fahrzeug im Prinzip komplett entkernt, also alles innen raus, Scheiben raus, Teppiche raus, alles abgebaut, also ganz roh außer dem Motor und dem Fahrwerk. Dann ist das Fahrzeug in Originalfarbe frisch lackiert worden und habe es dann wieder zusammengebaut, komplettiert. Wir haben die Inneneinrichtung, sprich die Sitze, sind neu gepolstert und auch wieder mit dem Originalstoffbezug bezogen worden, sodass wir Ende 2021 das Auto im Prinzip so komplett hatten, wie er jetzt hier steht. Und in diesem Jahr ist eigentlich das erste Jahr, wo wir selber Spaß haben mit dem Auto und auch mit dem Auto mal richtig fahren können, sei es der Sonntagnachmittagsausflug oder sei es mal zu dem einen oder anderen Treffen, wie zum Beispiel beim Trabant-Treffen jetzt im Juni diesen Jahres.